Moin Moin, heute geht es um die Banane. Wir wollen einfach mal einen coolen Texteffekt machen. Und dazu brauchen wir eine Banane. Ich habe die hier bei Pixabay runtergeladen. Weep, ist eine PNG-Datei, also auf weißem Hintergrund passt gut. Was machen wir zuerst? Wir erstellen einen Text, weil die Banane soll ja auch Banane heißen. Und dann schreiben wir halt Banane. So, die können wir in schwarz machen. Dann sehen wir es besser. Die Banane muss das Textwerkzeug hier als könnte Text rasten oder Smart Object konvertieren, ist eigentlich egal. Weil wir müssen den Text transformieren. Das heißt STRG und T, Ctrl und T. Rechte Maustaste hier drauf und dann verformen. Jetzt müsst ihr die Bananenschrift an der Banane anpassen. So. Wenn ihr damit fertig seid, dann drückt ihr Enter, macht daraus eine Maskierung, also ihr wählt das erstmal aus, also Ctrl drücken, STRG und auf die Banane hier vorne drauf. Dann habt ihr das. Jetzt gehen wir selber auf die Banane-Ebene und erstellen hier unten eine Maske. So, jetzt ist das hier ausgeschnitten. Wenn wir den Text wegmachen, den brauchen wir jetzt auch gar nicht mehr. Den löschen wir einfach mal. Haben wir hier schon mal die Banane ausgeschnitten. Jetzt müssen wir einmal unsere Banane kopieren. Hier mache ich mal die Maske weg und erstelle einfach eine leere Maske. Wenn wir jetzt in den Eigenschaften von dieser Maske gehen, können wir hier unten auf Umkehren machen. Das heißt, die Banane ist jetzt unsichtbar. Wenn wir den Pinsel nehmen, den können wir dann hier ein bisschen größer machen und die Farbe hier unten auf weiß machen, dann können wir wieder von dieser Maske, die müsst ihr auch auswählen, etwas in das Bild wieder mit hereinbringen. Also möchte ich jetzt gerne hier den Stiel hier oben machen. So. Jetzt haben wir den Stiel. Müsst ihr halt gucken. Falls ihr zu viel habt, könnt ihr einmal umdrehen und schwarz heißt wieder löschen. So, wir wollen es aber da behalten. Also machen wir den weißen wieder. Dann machen wir hier was von der Banane und dann machen wir hinten war hier zum Beispiel. So. Irgendwie, wenn ihr den Pinsel könnt ihr die Härte anders machen oder die Größe, weil bei mir ist das manchmal beim zweiten Klick erst wieder, dass er die richtige Farbe hat. So, und wenn ihr jetzt noch bisschen genau exakt sein wollt, können wir das hier noch mal so ein bisschen abrunden. So, wie ihr es halt wollt. Und jetzt habt ihr eine Banane mit Bananenschrift. Ich wollte auch hier unten noch was. Ich weiß nicht, wo ist hier die Banane? Hallo. Ach nicht. Muss auf weiß. Naja, ihr könnt ja natürlich auch hier noch was von der Banane nehmen. Ist egal, wie ihr möchtet. Aber so habt ihr jetzt einen schönen Bananenschriftzug in Original Banane. Also, alles Banane und ein Like würde ich mich auch freuen, genau wie ein Abo. Und das Glöckchen anmachen nicht vergessen. Viel Spaß dabei. Könnt ihr natürlich auch mit jeder anderen Frucht machen. Bis dann. Ciao, ciao.